Der Inhalt dieses Metallzylinders könnte entweder die Technik revolutionieren oder völlig nutzlos sein. Je nachdem, ob wir die seltsamen physikalischen Eigenschaften von Materie in winzigen Maßstäben nutzbar machen können. Um überhaupt eine Chance darauf zu haben, müssen wir die Bedingungen präzise regulieren. Die dicke Tischplatte und die Beine schützen vor Vibrationen durch Schritte, nahegelegene Aufzüge sowie auf- und zugehende Türen. Der Zylinder ist eine Vakuumkammer, frei von jeglichen Gasen. Innerhalb von diesem befindet sich ein kleinerer, extrem kalter Behälter, den winzig kleine Laserstrahlen durchdringen. Darin sind ultraempfindliche Teilchen, die einen Quantencomputer bilden. Und was macht diese Teilchen so besonders? Theoretisch könnten Quantencomputer die Grenzen klassischer Computer bei der Datenverarbeitung überschreiten. Klassische Computer verarbeiten Daten in Form von Bits. Jedes davon kann einen von zwei Zuständen annehmen, 0 oder 1. Ein Quantencomputer verwendet sogenannte Qubits, die die Zustände 0, 1 und den der Superposition annehmen können. Während das Qubit in der Superposition ist, trägt es viel mehr Information als 1 oder 0. Man kann sich diese Positionen als Punkte auf einer Kugel vorstellen. Der Nord- und Südpol stehen für 1 und 0. Ein Bit kann nur zwischen diesen beiden Polen wechseln, aber ein Qubit in der Superposition kann jeden beliebigen Punkt auf der Kugel einnehmen. Wir können es jedoch nicht genau orten. Sobald wir es lesen, wird das Qubit entweder zu einer 0 oder 1. Obwohl sich das Qubit in Superposition nicht beobachten lässt, können wir in diesem Zustand ganz bestimmte Operationen von ihm durchführen lassen. Je komplizierter eine bestimmte Aufgabe wird, desto mehr Bits braucht ein klassischer Computer für deren Lösung, während ein Quantencomputer theoretisch in der Lage ist, auch kompliziertere Aufgaben zu lösen, ohne so viele Qubits zu benötigen, wie ein klassischer Computer Bits brauchen würde. Die besonderen Eigenschaften von Quantencomputern ergeben sich aus atomaren und subatomaren Teilchen. Diese haben Quantenzustände, die dem Zustand des Qubits entsprechen. Quantenzustände sind äußerst fragil und werden leicht durch Temperatur- und Druckschwankungen, elektromagnetische Streufelder oder Kollision mit anderen Teilchen zerstört. Deshalb brauchen Quantencomputer einen so aufwendigen Aufbau. Das ist auch bisher der Grund, warum die Leistung von Quantencomputern weitgehend theoretisch bleibt. Aktuell hat man nur Kontrolle über ein paar Qubits am selben Ort und zur selben Zeit. Zwei zentrale Aspekte steuern diese unbeständigen Quantenzustände effektiv: die Art der Teilchen, die ein Quantencomputer verwendet, und die Art, wie er diese Teilchen manipuliert. Zurzeit gibt es zwei führende Ansätze: gefangene Ionen und supraleitende Qubits. Ein Quantencomputer mit gefangenen Ionen verwendet Ionen als Teilchen und manipuliert sie mit Lasern. Die Ionen befinden sich in einer Falle aus elektrischen Feldern. Die Laser geben den Ionen die auszuführende Operation vor, indem sie den Zustand des Qubits auf der Kugel rotieren lassen. Hier ist ein vereinfachtes Beispiel. Die Laser könnten die Frage eingeben: Was sind die Primfaktoren von 15? Als Antwort können die Ionen Photonen freisetzen. Der Zustand des Qubits bestimmt, ob das Ion Photonen aussendet und wie viele Photonen es aussendet. Ein bildgebendes System sammelt und verarbeitet sie, um die Antwort zu verraten. 3 und 5. Supraleitende Qubit-Quantencomputer machen dasselbe auf eine andere Weise. Sie verwenden einen Chip mit Schaltkreisen statt einer Ionenfalle. Der Zustand des jeweiligen Schaltkreises wird in den des Qubits übersetzt. Diese werden mit elektrischen Impulsen manipuliert, in Form von Mikrowellen. Also die Qubits stammen entweder von Ionen oder elektrischen Schaltkreisen. Sie werden manipuliert mit Lasern oder Mikrowellen. Beide dieser Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Ionen lassen sich sehr präzise manipulieren und halten sehr lange, aber je mehr Ionen in einer Falle sind, desto schwieriger wird es, sie präzise zu kontrollieren. Derzeit können wir nicht genug Ionen für komplexe Berechnungen in einer Falle halten, aber eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, viele kleinere Fallen zu verbinden, die über Photonen miteinander kommunizieren, anstatt eine einzelne große Falle zu bauen. Supraleitende Schaltkreise sind in der Lage, viel schneller zu arbeiten als gefangene Ionen. Und es ist einfacher, die Anzahl der Schaltkreise pro Computer zu erhöhen, als die der Ionen. Aber die Schaltkreise sind auch anfälliger und haben eine kürzere Lebensdauer. Und auch mit der Weiterentwicklung von Quantencomputern werden sie weiterhin den für Quantenzustände erforderlichen Umweltbedingungen unterliegen. Doch trotz all dieser Hindernisse haben wir bereits Berechnungen in einem Raum gemacht, den man weder betreten noch beobachten kann. Bist du bereit, weiterzulernen?
Mit diesen Videos kannst du entweder dein vermeintliches Wissen auf die Probe stellen oder mehr über das lernen, was du noch nicht weißt. Abonniere uns und bleib neugierig.